So, hallo ihr Lieben. Ich habe wieder einen neuen Mod für euch. Und zwar habe ich diesmal Frösche. Jetzt wird es ganz klein und schwierig und im Baumenü etwas ungünstig zum Platzieren. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen von euch und möchte ein paar mehr Frösche, auch an anderen Positionen, als nur die, die halt fest irgendwo mit drin sein sollten. Oder falls ihr überhaupt noch gar keine habt, könnt ihr euch die halt natürlich irgendwo hinsetzen. Und zwar, die Frösche findet ihr im Baumenü. Einfach rein, Dekorationen, sonstiges. Dann je nachdem, wie viele ihr da schon drin habt, findet ihr sie dann hinten mit drin. Ich habe Schwimmfrösche mit Ton, ohne Ton, mit Froschlaich im Frühling und im Sommer mit Kaulquappen. Dann habe ich nur Kaulquappen. Die seht ihr, wenn ihr gerade frisch den Mod installiert habt, respektive ganz frisch das Spiel gestartet habt, dann seht ihr die beim Platzieren. Das ist nicht der Fall, wenn ihr schon einen Monatswechsel hinter euch habt. Also wenn ihr im laufenden Spiel den, äh, den Mod aufruft halt hier und die Kaulquappen oder sonst irgendwas platzieren wollt, dann seht ihr das, was aktuell für den passenden Monat angezeigt wird. Entweder nichts oder die Kaulquappen. Oder im Winter halt Blätter. Ja, Blätter. Also hier seht ihr jetzt beispielsweise mal die Kaulquappen. Ich persönlich empfehle, die Kaulquappen ein bisschen so an den Rand zu setzen. Macht ja Sinn, da sind sie ja meistens dann auch im normalen Leben. Die sind ein bisschen tiefer, setzt sie einfach hin. Ich schnapp mir mal den mit dem Laich. Wir haben März. Ich habe das Spiel gerade gestartet und deswegen seht ihr jetzt auch hier die Kaulquappen. Das wird sich nachher beim Monatswechsel ändern. Dann sieht man den Laich, weil wir haben ja noch Frühling und im Frühling ist der Laich zu sehen mit dem Frosch drauf und eigentlich erst ab Sommer die Kaulquappen. Ich setze sie einfach mal mit daneben. Die sitzen auch ein bisschen tiefer, also wenn ihr die Kaulquappen beispielsweise oder den Frosch mit dem Laich ein bisschen zu weit in die Wiese setzt, dann seht ihr halt nichts. Also, oder ich setze die einfach mal weiter in die Mitte. Dann seht ihr, wie hoch das dann ist. Das seht ihr übrigens auch nur, wenn das Wasser klar ist. Also wenn ihr jetzt irgendeine Karte habt mit Fake-Wasser, das heißt, ihr könnt gar nicht durch die Wasseroberfläche durchgucken, dann helfen euch die Kaulquappen auch nicht. Dann seht ihr die nicht. Die seht ihr also wirklich nur, wenn ihr durch das Wasser durchgucken könnt. So, jetzt setze ich mal den Schwimmfrosch ein bisschen hier hin. Wenn ihr den dreht, könnt ihr mal gucken, die sind unterschiedlich von der Höhe. Wenn sie gerade hier passen, ich setze die jetzt mal da vorne an das Blatt, dann kann es durchaus sein, dass die halt so ein bisschen über das Blatt gucken oder halt im Blatt hängen bleiben oder wie auch immer. Dann habe ich einen, seht ihr hier, der hat Froschgeräusche, die sind aber recht leise eingestellt. Wollte vermeiden, dass wenn ihr ein paar mehr davon habt, dass die halt Krach machen ohne Ende. Setzen wir jetzt mal da an die Seite. Dann habe ich einen von der Seite. Ich persönlich mag den lieber, wenn er ein bisschen weiter im Wasser ist. Ich setze den mal hier vorne hin und einen ein bisschen weiter mittig. Dann seht ihr das. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Dann habe ich einen sitzenden Frosch von der Seite. Ich sage ja, schade, dass man nicht näher rankommt. Ist natürlich dann ein bisschen ungünstig zu sehen, ob der jetzt passt, im Blatt versinkt oder zu hoch ist. Kann ja auch passieren. Ich setze den einfach mal hier hin und einen mal dorthin und einen setze ich mal in die Wiese. So, kann man ja mal gucken, wo der dann sitzt. Dann habe ich einen Frosch, den sieht man von oben. Den setze ich mal hier aufs Blatt und mal da hinten aufs Blatt. Ihr seht, wenn ihr den dreht. So, setze ich mal da hinten hin. Den Frosch kennt ihr, falls ihr schon die Wasserpflanzen von mir habt. Der ist überall als Verkaufstrigger verteilt. Den habe ich jetzt mal ausgekoppelt und hier mit reingepackt. Falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist etwas unterschiedlich von der Perspektive. Also das heißt, ich setze mal einen links rum und einen rechts rum. Dann seht ihr, was ich meine. Und dann habe ich noch neu den gleichen, allerdings eben sitzend. Da hinten versinkt er jetzt ein bisschen im Boden. Ich setze ihn aber trotzdem mal hier so an den Rand. Oder dahin. Ach, ich setze ihn mal da hinten hin. Schaut mal. Was bei den Seitenfröschen ist, also die halt eben so seitlich zu sehen sind, wenn die Sonne drauf scheint, sieht man ihn besser.
wenn die Sonne von der anderen Seite scheint und ihr steht halt gerade auf der Schattenseite, dann sieht man ihn etwas schlechter. Das ist aber bei allen Fröschen der Fall. Jetzt gucke ich gerade mal. Oh, vorhin habe ich es noch so schön gehabt. Kann man den jetzt noch hinsetzen? Egal. Mal dahin. Jetzt setzen wir ihn mal hier mit aufs Blatt. Ich hoffe, das ist nicht zu tief. So, egal. Wird schon versinken. So, jetzt gehen wir mal raus. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, das seht ihr jetzt hier ein. Da schwimmt der. Der hier vorne, das ist eigentlich der Frosch mit dem Laich. Hier sind, wie gesagt, nur die Kaulquappen im Sommer. Sehen wir gleich. Hier die Perspektive. Von der einen Seite sieht er toll aus, von der anderen Seite sieht er ein bisschen auf dem Kopf stehend aus. Aber gut. So, hier seht ihr, was ich auch meine wegen Ufernähe. Man denkt, die schwimmen direkt unterhalb der Wasseroberfläche, was sie ja eigentlich auch tun. Aber am besten ist es, wenn man sie in Ufernähe setzt. Dann hier hinten, da sieht man das, der hat die Hinterläufe ein kleines bisschen unter der Wasseroberfläche. Im Fake-Wasser würde man jetzt zum Beispiel die hinteren Füße gar nicht sehen, weil wenn die unter der Wasseroberfläche sind und alles, was unterhalb der Wasseroberfläche ist, sieht man eben nicht. Wie leider auch die Kaulquappen. Also das heißt, habt ihr Fake-Wasser, sieht man die Kaulquappen nicht. So, und das ist jetzt da hinten der Frosch, den ich meine. Also seitlich kann man jetzt von der Seite von vorne sehen. Oder ein bisschen weiter hinten. Und da ist jetzt hier auf dem Blatt der seitlich sitzende Frosch von dem hier. Warum ich immer hängen bleibe, das ist das, was ich auch in der Mod-Beschreibung reingeschrieben habe. Die ganzen Frösche haben Kollision, damit man sie verkaufen kann. Ich zeige euch das mal, wenn ihr in Baumenü geht. Geht ihr... Ja, muss man nicht, kann man, ist ja egal. Auf Abreißen, dann sind sie rot. Und wenn ihr einfach nur in den Baumenü geht, ohne irgendwie abreißen zu klicken, dann werden die Frösche blau. Die Kaulquappen werden nicht blau. Die haben nämlich keinen direkten Verkaufsträger. Das heißt, bei den Kaulquappen mit Laich müsst ihr entweder auf den Frühling warten, um die verkaufen zu können, weil der Frosch hat den Trigger. Und bei den Kaulquappen alleine, da ist der Verkaufstrigger dann im Herbst. Warte mal. Nee, doch. Nee, im Winter. Oh, war schon gar nicht mehr. Hier. Er steht an sich immer dabei. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, so wie ich gerade, na, man muss nicht immer alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Na, hier unten zum Verkaufen im Herbst auf den Frosch klicken. Also, keine Blätter, es ist ein Frosch. Okay. Also, und hier habe ich zum Verkaufen im Frühling auf den Frosch klicken. Und diese hier, diese sitzenden Frösche von der Seite, da habe ich Blätter gesetzt. Warum? Die sind echt furchtbar anzuklicken. Und das Rot oder Blau sieht man ganz schlecht. Deswegen habe ich denen dann im Winter einen kleinen Blätterhaufen verpasst. Und der ist auch wirklich klein. Also im Vergleich zu den Blättern von den Wasserpflanzen seht ihr genau den Unterschied, was gehört zu einem Frosch und was gehört zu den Wasserpflanzen. Also von daher, und diese von oben schwimmenden, also diese schwimmenden Frösche, die sind so schön zum Anklicken, da brauchte man keinen extra Trigger. Die sind halt zu verkaufen, solange man sie sehen kann. So. Und dann machen wir jetzt mal kurz einen Monatwechsel, damit ihr seht, was ich meine. Also wir haben jetzt März, wir haben so frisch gesetzt nach einem neuen Spielstart. Und deswegen sind die noch nicht anders. Jetzt gehen wir mal ganz kurz rein. Machen wir einen Schnellrun. Machen wir einen Monatswechsel. Wo gehen wir hin? Ist ja wurscht. 15. So, passt auf. Sobald der Wechsel stattfindet, es ist noch Frühling. Ich gehe wieder runter. So. Dann seht ihr hier, der Monatswechsel ist passiert. Hier ist Laich. Da drüben ist Laich. Und jetzt passt auch alles. Also, es würde jetzt auch bedeuten... Moment, man sieht jetzt nicht viel. Es ist noch dunkel. Gehen wir mal hoch. Ah, falsch. Gehen wir ein bisschen heller. Ups. So hell wollte ich es nicht haben. Mann. Wenn man nicht weiß, wo man hinklickt. So. Das weg. Also. Nochmal Baumenü.
Auswählen, Deko, sonstiges. So, und da war natürlich meine Zeit um. Hab ja nur ein paar Minuten. Aber ich habe jetzt gleich mal das Spiel neu gestartet, beziehungsweise einen Monatswechsel durchgeführt. Jetzt seht ihr auch, wir haben jetzt März. Der Laich ist zu sehen, alles passt. Und sobald eben einmal ein Monatswechsel durchgeführt worden ist und ihr platziert dann etwas, ne? So wie hier jetzt, da ist von vornherein auch dann der Laich zu sehen. Was man jetzt natürlich nicht sieht beim Platzieren, sind die Kaulquappen. Warum? Die Kaulquappen sind nur im Sommer zu sehen. Das heißt, man kann sie zwar hinsetzen auf gut Glück und hoffen, dass sie dann auch, wenn sie sichtbar werden, auch gesehen werden und nicht irgendwo im Boden versinken. Oder ihr wartet einfach bis zum Sommer. Ab Juni könnt ihr sie dann sichtbar platzieren und dann sind sie ja den ganzen Sommer über zu sehen. Im Herbst und Winter halt eben nicht. So, und wie gesagt, wenn ihr was verkaufen wollt, dann geht ihr einfach drauf. Ihr seht auch da die Trigger. Wenn ihr den Abreißmodus nicht aktiv habt, dann leuchten die blau. Das Einzige bei diesen Fröschen, die jetzt eben, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mal, glaube ich, jetzt so seitlich zu sehen sind, sieht man halt recht schlecht. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr sie auf der Konsole, weiß ich es noch nicht. Kann ich ja nicht testen. Dann wird es bestimmt schwierig und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache im Winter bei diesen Fröschen, bei diesen seitlichen Fröschen eben einen Verkaufsträger rein in Form von Blattwerk. Wenn hier der Winter kommt oder der Herbst kommt, dann sind große Blatthaufen da und bei den Fröschen sind es kleine. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Und ich lasse jetzt mal kurz ein bisschen vorspulen. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Frösche quaken, also dieser Frosch, den ich vorhin gesetzt habe hier, ich glaube, das war der da, der quakt etwas lauter nach dem Monatswechsel. Also könnt ihr ja einen setzen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt hier ein bisschen Geräusche haben, nachdem ich jetzt hier für die Wasserpflanzen auch welche reingebracht habe, die halt eben gar keine Froschgeräusche haben. Und könnt ihr halt den vereinzelt setzen und dann auch natürlich gezielt verkaufen, ohne gleich die ganzen Wasserpflanzen zu verlieren. Und wenn ihr ein paar mehr setzt, dann habt ihr es halt unterschiedlich, weil ich gehe mal weg, dann wird es leiser, aber das ist ja normal. Ja, müsst halt einfach gucken. So, jetzt lasse ich mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht wieder hier volle Kanne Speed. Ich gehe einfach mal manuell höher. So, ein bisschen schneller. Machen wir den Tageswechsel schneller. Dann seht ihr das auch ein bisschen im Verlauf. Mal 20 hoch. So, jetzt verändert sich gleich. Der Juni kommt, der Laich geht weg, die Quappen kommen. So, jetzt gehe ich mal runter, wenn es heller ist. Jetzt seht ihr das halt hier. Die Kaulquappen sind zu sehen, haben wir gut vorhin geschätzt. Ja, müsst ihr halt, wie gesagt, einfach ausprobieren, wie es euch gefällt. Und jetzt lassen wir es wieder schneller laufen. Ups, das nicht. War die falsche. Ups. Nicht wie vorhin. Juli. Wann ist der Wechsel? September. Dann ist es weg. Die Kaulquappen verschwinden. Und hat alles, was eben nicht im Herbst zu sehen sein soll, anhand von Fröschen, verschwindet genauso. Die normalen Blätter von den Wasserpflanzen sind jetzt zu sehen. Frösche, die eben im September ausgeblendet sind, sind weg. Und jetzt kommen dann im Winter die Verkaufstrigger für diese seitlichen Frösche. Also hier, Moment, es wird hell. Also für den und da drüben kommt jetzt gleich, dann seht ihr auch den Größenunterschied. November. Und noch einer. Und sind eh die Frösche weg. Im Dezember gibt es keine Frösche. So. Machen wir mal ein bisschen. Ups. So, jetzt ist heller. So, und das ist das, was ich meinte. Ihr seht genau den Unterschied. Ist es ein Froschtrigger oder ist es ein Wasserpflanzentrigger? Das sind die Frösche. Die sind die kleinen. Und wie ich auch in der Mod-Desk schon geschrieben habe, also in der Mod-Beschreibung, durch Wasser durchschwimmen macht keinen Sinn, weil jeder Frosch hat Kollision. Alles hat Kollision. Da könnt ihr euch im Endeffekt eher verheddern und hängen bleiben und da ärgert ihr euch nur. Also das heißt, wenn ihr einen Teich mit Fröschen ausstatten wollt, nur zu, tut euch keinen Zwang an.
Aber durchschwimmen ist halt echt nix. Deswegen, lass das lieber. Okay, gut. Ja, das war's dann eigentlich schon. Wenn ihr Fragen habt, ich bin im Forum zu erreichen. Link steht ja auch in der Mod-Beschreibung drin. Ja, einfach Bescheid geben. Bis dann. Ciao.